In diesem Video erfahren wir, wie die religiöse Welt zur Zeit des heiligen Nikolaus ausgesehen hatte. Aber auch, wie das heutige Christentum entstanden ist. Der Weihnachtsmann, Santa Claus oder Samichlaus, wie der Nikolaus von Myra auch genannt wird, wurde in der heutigen Türkei um das Jahr 270 nach Christus geboren. Nikolaus war damals Bischof von Myra, in der heutigen türkischen Stadt Demre. Damals war Myra Teil des Römischen Reiches. Nikolaus von Myra wuchs hauptsächlich innerhalb zwei Religionskulturen auf. Auf der einen Seite gab es die julianische Religion, welche im Römischen Reich seit dem Tod des Kaisers Julius Caesar verbreitet war. Julius Caesar wurde 42 vor Christus zum höchsten Gott im Reich erhoben. Alle darauf folgenden römischen Kaiser wurden zum Sohn Gottes gekrönt. Das war ein Titel, welcher die Verbindung zu Caesar als Gott, dem Vater, erhalten sollte. Es war auch der Beginn des julianischen Kalenders, der bis ins Jahr 1582 Gültigkeit hatte. Von Kaiser Augustus bis Konstantin der Große hatten alle römischen Kaiser den Titel Sohn Gottes verliehen bekommen. Man geht davon aus, dass Nikolaus von Myra sich nicht zur römischen Religion bekannte, sondern zum Glauben an Jesus aus Nazareth. Im Römischen Reich war seit dem Wirken des Jesus eine urchristliche Religion verbreitet. Die christlichen Gemeinden lebten für das Evangelium, also mit den Worten des Jesus aus Nazareth, welche auch als Logos bezeichnet wurden. Über 50 Evangelien waren zur Zeit des Nikolaus von Myra im Umlauf. Christen, welche den römischen Kaiserkult in Frage stellten, wurden schon seit dem Tod Jesu verfolgt, eingesperrt und getötet. Im Jahr 310 wurde auch Nikolaus verhaftet und eingesperrt, konnte aber dem Tod entkommen. Kaiser Konstantin der Große erklärte sich 312 nach Christus selbst zum Christos, nachdem er eine wichtige Schlacht gewonnen hatte. Als Erlöser wurde er gefeiert. Als Konstantin auch noch Jesus heilig sprach und ihm den römischen Titel Sohn Gottes verlieh, begann ein großer Streit unter den Römern und Christen. Diesen Streit nennt man heute Arianischer Streit, benannt nach Bischof Arius, der stellvertretend für alle Christen die neue Erklärung der Dreifaltigkeit in Bezug auf Jesus ablehnte. Jesus könne nicht Sohn von Gott sein, weil er ein Mensch sei, wie auch Gott der Schöpfer kein irdisches Wesen sein könne. Konstantin der Große beendete diesen Streit am Konzil von Nicäa und gründete im Jahr 321 das heutige Christentum. Christen, welche diese römische Vermischung als Bekenntnis ablehnten, wurden verfolgt und getötet. Ungültige Evangelien wurden verbrannt. Ob Nikolaus von Myra dort war, weiß man nicht. Der heilige Nikolaus war aber ein gläubiger Mensch und gab Mitmenschen seine Hilfe und Geschenke. Er war Gott ergeben.